Vor einigen Wochen habe ich euch erzählt, dass ich auf dem Heuboden oben einen alten Traktor stehen habe. Den möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Wir werden uns jetzt mal aufmachen nach oben und auf den Heuboden schauen, was wir da so finden. Da steht das gute Stück. Das ist ein Valmet 502. Der Valmet 502 kam 1971 auf den Markt und hat den Valmet 500 abgelöst. Der 500, da war etwas kleiner. Und diesen und auch den 500er habe ich beide schon gefahren. Der 502er, der war eine Weiterentwicklung von dem 500er, der damals die leiseste Fahrerkabine überhaupt hatte. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, größer ist er auch. Er hat ein Getriebe mit 8 Gängen, 6 vorwärts und 2 rückwärts. Hier sind noch die Schneeketten drauf, denn er war letzten Winter im Einsatz und die bleiben auch drauf, denn ich werde diesen Traktor nur sehr wenig nutzen und dann hier auf dem Grundstück, um Holz zu fahren. Hier ist eine Holzkiste oder eine Transportbox. Hier ist es natürlich etwas dunkel und ich fahre den gleich mal nach draußen. Damals gab es noch nicht so viele Knöpfe und Schalter, wie man sieht. Diesen Hebel muss ich als erstes betätigen und dann kann ich starten. Okay, der Anlasser will nicht. Da ist wahrscheinlich die Batterie leer. Ja, da müssen wir die Batterie wohl erst laden. Leider. Gut, das gibt nichts, wir werden die Batterie laden. Könnt ihr euch vorstellen, das war damals alles sehr modern hier. Ja, den bin ich einige Jahre gefahren. Aber wir kommen ihn schon ans Laufen. Ich werde jetzt erstmal das Ladegerät besorgen und dann sehen wir weiter. Da wird die Batterie ein paar Stunden laden müssen. Vielleicht sogar bis morgen. So, ich habe das Gerät. Zwar mit den Akku mal hier anklemmen.
Dieser Traktor hat 49 PS und war damals sehr modern. Es gab hier auch noch einen anderen Traktor, den Valmet 565, ohne Kabine. Ein Modell aus den 60er Jahren. Ich weiß jetzt nicht, wann dieser Traktor hier in Betrieb gestellt wurde, aber es ist eines der Anfängermodelle. Die Kabine hat natürlich in den ganzen Jahren etwas gelitten. Der Sitz ist luftgefedert, war damals sehr modern. Dort hinten sind die beiden Schaltknüppel. Und hier unten sind die Bedienungselemente für die Hydraulik. Und dort an der Seite auch noch. Wie gesagt, es kann jetzt ein paar Stunden dauern. Ich denke mal, ich lasse ihn bis morgen dran. Hier ist eine Luft hier oben. Oh, mir läuft die Brühe runter, das gibt's ja gar nicht. Wir haben gestern so schwüles Wetter gehabt. Wir hatten nachmittags Gewitter und hier staut sich nun mal die Luft. Ja, gestern war heftig, absolut schwül. Ja, immer wenn Gewitter ist. Also hier auf dem Heuboden haben wir früher das Heu reingebracht. Das haben wir dann da hinten hingepackt. Es gab mal hier eine kleine Mühle, wo wir das Mehl gemacht haben. Hier in diese kleinen Bunker, da kam Getreide rein und aus diesem Getreide haben wir dann Mehl gemahlen für die Kühe. Da steht der Motor noch. Die Mühle ist wahrscheinlich schon lang an den Schrotthändler verkauft. Der Boden ist etwas defekt, hier muss repariert werden und ich bewege mich auch hier relativ vorsichtig, denn hier gibt es ein paar Futterluken und da möchte ich nicht gerne reinfallen. Das ist mir in den 80er Jahren einmal passiert, da habe ich mich böse verletzt bei. Da war nur eine Sperrholzplatte drüber. Ja, wie ihr seht, wurde hier auch gearbeitet an der Hydraulik und alles. Aber hier ist es etwas düster. Deshalb will ich den Traktor auch rausfahren, damit ihr euch den mal genau anschauen könnt. Gefrühstückt habe ich jetzt. Ich bin gestärkt und jetzt geht es hoch auf den Heuboden zum Traktor. Und wir werden mal schauen, was uns der Tag heute bringt. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie es aussieht. Ja, die Ladeanzeige blinkt noch. Normalerweise müsste die grün sein. Mal abwarten. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich den Sitz vernünftig eingestellt bekomme. Ein bisschen nach hinten machen. Ach, da ist der Hebel. Da hat irgend so ein Zwerg gesessen. So, da wollen wir mal schauen.
So, das war jetzt nix. So ist das. Ja, der will nicht. Der will nicht. Die Batterie, die ist am Ende. Er hat lang genug geladen jetzt. Über Nacht. Normalerweise müsste das reichen. Nee, da ist nichts zu machen. Leider. Ich wäre ja gerne eine Runde gefahren. Aber da werden wir das eben verschieben müssen. Anders geht es ja nicht. Mal schauen, wo ich einen neuen Akku bekomme. Was die Dinger überhaupt kosten. Oder ob hier noch irgendwo was rumsteht, was man brauchen kann. Der muss ja nicht ein ganz neuer sein. Ja. Ich meine, ich könnte mit meinem Auto Starthilfe geben, aber ich glaube nicht, dass ich mit der kleinen Gurke hier hochkomme. Naja, gut. Dann werden wir jetzt mal Rasen mähen. Ja, der Rasen ist gemäht. Wenigstens funktionierte der kleine gelbe Traktor. Und jetzt sind meine beiden Fellnasen hier dran. Die wollen nämlich unbedingt mit mir spazieren gehen. Ihre Nachmittagsrunde wollen die machen. Ja. Für morgen ist schwer Regen angesagt. Mal schauen, wie viel runterkommt. Hier ziehen schon einige Wolken auf. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in den Kommentaren, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder etwas wissen wollt. Ich versuche alle Fragen immer zu beantworten. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Schönen Dank für eure Abos, schönen Dank fürs Zuschauen. Denkt an den Daumen. Und noch einen schönen Gruß nach Heide in Deutschland. Denn dort habe ich ein paar Fans, die ich hier ganz durch Zufall in Suameniem in diesem kleinen Kaff getroffen habe. Habe mich sehr darüber gefreut, mal jemanden kennenzulernen, der meine Videos anschaut. Also, bis dann, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Hey, hey!